Leute, es ist mal wieder soweit. Willkommen zurück bei Big M und einer neuen Challenge. Meine Lieben, wir sind in Braunschweig, wir sind bei Mythos Gyros. Nicht nur, dass ich mir gerade hier vom Wetter wie in Griechenland vorkomme, denn es wird auch griechisch. Die neueste Taxiteller-Challenge in Deutschland, die steht an. Was uns erwartet, wie groß, wie schwer das Ganze wird und was am Ende des Jahres dazu noch winkt, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß, let's go! Und damit herzlich willkommen nochmal zurück bei Big M und einer neuen Folge. Wir sind, wie bereits eben erwähnt, in Braunschweig bei Mythos Gyros, die mich und euch herausgefordert haben, die neueste Taxiteller-Challenge in Deutschland anzugehen. Den lieben Levo, freut mich erstmal. Danke für die Einladung, danke für die neueste Herausforderung. Mythos Gyros, dein Laden? So sieht's aus. Alleine? Familie? Nein, Familie. Ja? Familienbetrieb. Ja. Familienbetrieb, wie viele Leute? Wir sind eine große Familie, 5 Brüder. Und du hast mir gerade auch schon erwähnt, ihr habt noch gar nicht so lange auf, ne? Nein, 5 Monate jetzt. Ja. Wie kam es dazu? Wir haben uns gedacht, wir machen mal was Neues. Ja. Das ist daraus entstanden. Wie kommt es bisher an? Sehr gut. Ja? Ja. Viel, viel besser als erwartet. Freut mich persönlich schon mal, wenn ich sag mal, jeder was neu anfängt und auch gut ankommt und einem auch Spaß macht, denke ich mal vor allem. Vor allem, meine Lieben, das habe ich gerade schon gesehen, du bist mit 2 bei deinen Brüdern auch hier teilweise Ja, so, ne? genau. Und wenn man reinkommt, man merkt sofort dieses Strahlen bei euch und dass ihr 3 Brüder seid. Genau, wir sind mal positiv abgestimmt. Mega, freue ich mich jetzt schon. Ja. Und du hast dir gleich gedacht, hau ich mal für Deutschland eine Taxiteller-Challenge So raus? sieht's aus. Ja. Da kommen wir aufs Wesentliche. Hau raus, was hast du für uns? Ja, wir haben 2 Kilo, also ca. 2 Kilo Taxiteller. Wir machen alles hier vor Ort frisch. Es gibt 30 Minuten Zeit für den Taxiteller, Ja? für die 2 Kilo. Beim Misserfolg kostet er 30 €. Okay, Wenn man es nicht schaffen sollte. Wenn man es schafft, kommt man in die Best of Fame Liste. das heißt? Das heißt, wir führen eine Liste mit den Bestzeiten von den Essern. Und Ende des Jahres gibt es dann Preisgelder dafür. Erster Platz kriegt 300 €, der zweite 200 und der dritte 100 €. Okay, also nur mal kurz zusammengefasst, damit ich es jetzt auch verstanden habe. 2 Kilo Taxiteller, Genau, 30 Minuten Zeit. genau. Die Platte kostet 30 €. Ich denke mal auch unabhängig davon, ob man die Challenge mal schafft oder nicht oder so bestellt. Aber wenn man es nicht schafft, muss man 30 € zahlen. So sieht's aus. Wenn man es schafft, ist die 30 € schon mal umsonst. Die ist umsonst. Und wenn man sogar Ende des Jahres in das Ranking, die besten 3, winkt sogar noch Preisgeld on top. Genau, so sieht's aus. Das heißt, die gilt dann jetzt auch nur für 2026. Die ist genau für 2026. Für 2027 haben wir schon was Neues Ernsthaft? geplant. Also muss ich mal vorbeikommen. Da werden wir dich noch mal herausfordern. Ich sag mal so, spätestens, ich werde es ja jetzt als erster versuchen, hast du auch gesagt. Genau. Ne? Ihr macht das wirklich jetzt das erste Mal. Genau. Wenn mich einer schlägt und ich bekomme es nicht mit, sag mir das schon mal, weil ich will jetzt erstmal schauen, ob es in 30 Minuten möglich ist, Na klar. wie es schmeckt. Und wenn, wie gesagt, ihr mich schlagt, dann schreibt mir sofort, wenn ich aus den Top 3 Kein Problem. spätestens rausfalle, weil dann komme ich am 31.12. oder irgendwie so in den Roundabout nochmal hin und werde das nochmal versuchen, auch nochmal zu toppen. Gerne. Wenn ich nicht jetzt schon mal eine schöne Zeit aufstelle und spätestens dann, wenn die neueste Challenge da ist. Genau. Also meine Lieben, ihr habt es gehört, Mythos Gyros, neueste Taxiteller-Challenge in Deutschland, in Braunschweig. Dann würde ich sagen, ich nehme die Challenge an, Jawohl. versuche schon mal mindestens meine 30 € heute rauszuholen Genau. und vielleicht sogar noch mehr. Legen wir los, oder? So sieht's aus. Let's Machen go. wir's. Eieieiei. Dankeschön. Bitteschön. Taxiteller à la Mythos Gyros. Mythos Gyros. Mythos Gyros. So sieht's aus. Wobei man auch schon fast sagen soll, Gyros Mythos so ungefähr, ne? Geil, mein Bester. Was haben wir alles? Wir haben Currywurst, wir haben Gyros, wir haben ein bisschen Salat, Grillgemüse, Reis, unser frisches Pita-Brot, Pommes, Tzatziki und Zwiebeln. Dann sage ich mal, ich danke dir. Gerne. Nimm die Challenge an als erster und würde sagen, 30 Minuten Zeit, So sieht's 30 aus. € und hoffentlich Ende des Jahres 300 €. Hoffen wir's. Hoffen wir's, ne? Ja, gehen wir rein, meine Lieben. Genau. Let's go. Also, meine Lieben, damit ist alles angerichtet für die XXL Mythos Gyros Taxiteller Challenge. 30 Minuten haben wir Zeit für den 30 € Taxiteller. Wir wollen am Ende des Jahres in die Top 3 und damit 300 € Preisgeld absichern. Ihr könnt das Ganze ab jetzt nachmachen. Wir schauen, ob wir das Ganze schaffen. Wir gehen rein. Let's go. Rein geht's, meine Lieben. Ich weiß gar nicht, womit man immer anfängt. Pepperoni. Scharf. Oh, sehr scharf. Also, eine Spicy Challenge ist definitiv mit dabei. Grillgemüse. Dann, ich weiß gar nicht, ist es hier auch in Griechenland Juvic-Reis? Heißt das anders? Nee, dürfte Bulgur sein. Bulgur. Glaube ich. Geil. Mit Paprika. Beilagensalat. Finde ich ganz cool, dass man wenigstens hier ein bisschen Dressing mit dazu hat. Weil so geht's flutscht ein bisschen besser. Cocktail-Dressing. Kraut mit dabei. Boah, Peperonis muss man, glaube ich, am Ende lassen.
Schreibt es gerne mal rein. Peperonis am Anfang oder am Ende? Da bin ich mir gerade selber unsicher. Krautsalat, dann habe ich tatsächlich gesehen, für alle, die Halal bevorzugen oder ich sag mal wegen Halal darauf achten und können die Challenge auch machen. Man kann hier wohl einmal wählen zwischen Schweinegyros, also Schweinefleisch, und Hähnchen, was man mit bei der Challenge nimmt. Oder halt gemischt. Oh, das Hähnchen schmeckt aber auch lecker. Bei Gyros schreibt es rein. Muss mit Schweinefleisch, glaube ich, sein. Ne? Aber ich kann es verstehen, dass das auch hier in der Hähnchenvariante anbieten für alle. Mit Zwiebeln, ordentlich Tzatziki darf natürlich nicht fehlen. Pommes. Oh, das sind sogar Pommes, die man ein bisschen kälter essen kann. Die sind gut. Und jetzt das Wichtigste. Ich glaube, er hat mir vorhin gesagt, 2 ganze Currywürste sind da drauf. Sieht auch am heftigsten aus. Ne? Da interessiert mich jetzt nur, müsste ja dann auch eine Geflügelwurst sein. Müssen wir am Ende nochmal nachfragen. Aber schmeckt gut. Und das Geilste ist natürlich, ja, wie soll es auch beim Taxiteller anders sein, mächtig und dreckig. Ich weiß nicht, würdet ihr jetzt Currywurst mit Gyros kombinieren? Würdet ihr das einzeln essen? Oder Step by Step? Schreibt's rein. Was wir auf jeden Fall machen ist, schauen, dass wir das auch in einer angenehmen Zeit machen. Let's go. Also meine Lieben, 20 Minuten on the clock und ihr seht, der Teller ist schon ein bisschen leerer geworden. Wir haben jetzt auch, dank euch im Livestream und weil Sie zugehört haben, netterweise einen Löffel bekommen. Kann ich euch jetzt schon als Tipp geben, wenn ihr hier hinkommt, achtet direkt darauf oder lasst euch am besten, falls nicht dann schon vorhanden, neben Messer bzw. doch neben Messer und Gabel nochmal einen Löffel geben. Denn so, für die Currywurst und so kein Thema. Aber man bekommt natürlich dann, wenn es auf Geschwindigkeit geht, ja gut, mal vielleicht jetzt abgesehen von den Pommes, aber doch ein bisschen mehr auf den Löffel drauf. Die meisten haben auch jetzt gerade geschrieben, 30 €, völlig akzeptabel, super Preis. Gerade wenn es auch für mehrere Personen ist, dass man sich das so holen kann. Schreibt es wie gesagt gerne mal rein. Was wir jetzt mal machen, habe ich nämlich extra gewartet, ist tatsächlich jetzt mal das Brot probieren. Man merkt auf jeden Fall, dass das frisch gemacht wurde, aber jetzt auch schon ein bisschen hier steht. Und das könnte natürlich jetzt so eine geschmackliche Variante noch sein, wenn wir sagen, wir nehmen natürlich jetzt hier schön Kraut, so kriegt man auch viel auf einmal und kann jetzt mit den Händen auch spielen. Nehmen Tzatziki und machen es jetzt wie so, auch wenn man es geschmacklich nur haben will, wie so eine Art kleines Pita-Brot. Ein bisschen Tzatziki darf ja natürlich nie fehlen. Eine kleine Pita-Rolle für den Griechen. Hier schön noch die Peperoni mit rein. Ja. Oh ja. Oh ja. Da fehlt noch die eine oder andere Zwiebel. Aber das ist es. Oh ja, das ist es. Schmeckt mir auch persönlich besser. Also ich bleibe dabei, wenn ich mich jetzt bei der Platte entscheiden würde. Team Gyros, Tzatziki, anstatt Currywurst Pommes. Geil. Aber, gehen wir weiter. Meine Lieben, ihr seht, die 14-Minuten-Marke und damit weit unter der Hälfte sind wir bereit und es gefühlt noch so, ja, fast die Hälfte ist noch drauf. Oder gerade so ein bisschen weniger, also es wird definitiv knapp. Was geil ist, die Currywurst ist irgendwie immer noch warm. Mit den Pommes zusammen. Aber mein Favorite bleibt definitiv Gyros, Pita, Tzatziki, Zwiebeln, Kraut, also sozusagen das eigene Brot, was man sich hier machen kann. Oh, ich merke gerade, ich muss ein bisschen mehr Grillgemüse nehmen. Vielleicht tun wir uns davon was auf die Pita drauf. Wie so eine Art Original Berliner Döner, wisst ihr, was ich meine? Mit ein bisschen Grillgemüse. Peperoni muss ich noch aufpassen. Aber ansonsten, wie gesagt, Team Gyros wäre ich auf jeden Fall hier. Gerade wenn ich zum Griechen gehe. Aber na klar, Taxiteller, Pommes. Schmeckt natürlich auch geil. Ist wie gesagt, typisch Taxiteller, dreckig und mächtig. Genauso wie unsere wilde Pita jetzt hier mit Grillgemüse. Eine ganz neue Variante, aber auch das schmeckt. Aber ihr seht, es stopft und es macht vor allem eins auch durstig. Upsi. 5 Minuten noch. Also meine Lieben, ihr seht, wir haben jetzt noch knappe 6 Minuten auf der Uhr und kommen langsam so zum Ende.
Appetit und Reis soweit leer. Ich nehme mit euch jetzt mal hier die letzte Currysoße mit, denn ich wollte einfach mal dieses Brot mit so Currysoße bedecken. Hat man nämlich nochmal so eine geile Soße. Dann haben wir nochmal hier ganz zum Schluss den Tzatziki mit Fett Knoblauch. Ich sage immer, das ist am geilsten. Oh, freut man sich am Ende gefühlt noch drauf, auch wenn man nicht mehr kann, aber es geht dann immer noch am besten runter, vor allem weil es hier schön fett mit Tzatziki ist. Ich habe gedacht, geschmacklich jetzt schon mal bombenmäßig gewesen. Rein in unserer Taxiteller Pita-Brot, kann man schon was sagen. Boah. Eine wilde Kombo habe ich, glaube ich, auch noch nie so gegessen. Boah. Schmeckt aber geil. Boah. Vor allem auch mal wieder so was ganz anderes als Döner, ne? Kann man schon fast noch ein bisschen Currysoße mitnehmen. Nichts überlassen. Handschuhe aus, Mund ist leer. Und damit haben wir quasi in knappen 24 Minuten die XXL Taxiteller Challenge, die erste bei Mythos Gyros in Braunschweig geschafft und damit uns in die Rangliste eingetragen. 300 € Preisgeld gerade gesichert, weil wir auf Platz 1 sind, weil wir die Ersten sind. Aber mindestens schon mal, und das ist schon mal das Wichtigste, neben dem geilen Essen 30 € gespart, weil wir es dementsprechend in 30 Minuten geschafft haben. Halleluja! Anstrengend, kann man nicht anders sagen in der Geschwindigkeit. Das war aber vor allem auch eins, geschmacklich lecker. Ich bleib dabei, schreibt es gerne mal rein. Team Gyros, Team Currywurst in dem Fall beim Taxiteller oder beides gemäß Taxiteller. Ich würde definitiv hier jetzt für mich persönlich so das Gyros bevorzugen, weil ich einfach Gyros liebe. Tzatziki mit dem Brot, boah, das hat super kombiniert. Dazu ein bisschen Salat, Krautsalat etc. pp. Und vor allem ordentlich, wie gesagt, Zwiebeln und Tzatziki. Mein Lieben, geil. Und damit würde ich sagen, rufen wir Lebo nochmal. Und eigentlich, weil er uns kennt, müsst ihr vielleicht noch was Kleines parat haben. Ihr wisst, was hier nicht fehlen darf. Mal schauen, ob Papas hat. So, mein Lieber. Oh, Dankeschön. Du hast schon was vorbereitet, sehe ich. Ja, klar doch. Oh, ich danke dir. Das ist, ach, warte, sag nicht. Künefe. Künefe. Nicht ganz. Ne? Kadaif. Kadaev, ja. Genau. Kadaev, ja. Mit Engelshaar, ne? Genau, mit Engelshaar. Genau. Und dann unten ein bisschen, ich sag mal, im Baklava-Style, schön Zuckersirup auch noch. Genau, schon. Mit Zuckersirup. Kann man dazu auch jetzt eine griechische Speise sagen oder ist das doch eher dann orientalisch? Das ist orientalisch. Türkisch? Ja, eher orientalisch, genau. Also Gyros, griechisch, Currywurst, deutsch und dann haben wir So noch was sieht's orientalisch aus. mit dabei. Ich sag schon, ihr merkt, ihr seid überall, ne? Wir sind international. Wir haben gerade mal ausgerechnet, 24 Minuten 36 ist dann jetzt die Zeit, die es zu schlagen gilt. Genau. Dann Und damit bin ich mal gespannt, Schauen wer wir von den mal. Leuten das schafft. Wer, Genau. du rufst mich auf jeden Fall an, sollte ich spätestens aus den Top 3 fliegen. definitiv. Und ja, was ist so dein Favorite von der Platte? Gyros. Gyros, ne? Definitiv, ja. Also wenn sagst du, wenn man hier hinkommt, klar Taxiteller, aber Gyros wäre dann so Signature. Taxiteller ist halt der Hit momentan. Ja. Ja. Aber also ich bin Gyros-Esser. Aus was definitiv. besteht die Wurst? Die Currywurst? Ja. Das ist nochmal ganz stark vom Schweinefleisch. Okay, hat man da nämlich auch die Auswahl, weil ihr ja gesagt habt, wegen Halal und Bezug auf, dass nein. man es bei dem Nein, machen? nein. Okay, Nur Schweinefleisch. okay, also Genau. ist die Curry, Also man ist- kann sich beim Gyros aussuchen, ob man ja. Hähnchen aber oder dann ist Schwein die Challenge oder dann gemischt. für da doch für einige dann nicht machbar. Genau, für, Okay. für manche ist nicht machbar, Okay. so sieht's aus. Gut, das war jetzt dann nochmal die Frage, weil ich dachte, das wäre halt dann vielleicht auch mal noch eine Geflügelwurst. Nee. Aber dann haben wir da eine Schweine-Currywurst. Ist Okay. eine Schweinecurrywurst. Haben wir das original. aufgeklärt, meine Lieben, damit es auch da keine Probleme gibt, oder nachher sagt, Big M hat nicht aufgeklärt. Ich würde sagen, ich gönne mir mal hier schön ein bisschen Künefe. Kadaif. Kadaev, ja. Ja. Nach was Herzhaftem gehört was Süßem. Geil. Ja. Größten Respekt. Ich glaube, das Was du alles Einzige, schaffst. Dankeschön. Ich glaube, das Einzige, da werde ich mir heute definitiv auch noch holen, ist so eine Kugel Vanilleeis, denn wir haben über 30 Grad. Ja, Die jetzt noch hier drauf. Das wäre jetzt nochmal so ein Signature. Aber meine Lieben, damit danke ich euch fürs Zuschauen. Ich danke dir, Levo, für ein geiles Essen. Gerne. Für eine geile neue Taxiteller-Challenge, die du ins Leben gerufen hast. Wie gesagt, ihr könnt es jetzt das Ganze nachmachen. 24:36, die Zeit, die zu schlagen gilt für Platz 1. Oder unter 30 Minuten kostenlos essen genau. und einen Platz auf der Rangliste. So Wir sieht's sehen aus. uns vielleicht Ende des Jahres wieder. Vielleicht auch nicht. Schauen Du lässt wir es mal. mich wissen. So ist es. Wir bestellen liebe Grüße aus Braunschweig. Vom Mythos Gyros. Bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao.